Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um KISS. Ich habe gedacht, wir schauen uns mal die KISS Solo Albums Box an. Die ist 2018 erschienen, war so eine limitierte Box und ist relativ rar mittlerweile und auch verdammt teuer geworden. Die kommt in so einem wunderschönen schwarzen Karton daher mit einem silbernen KISS-Logo. Ihr seht es, die Köpfe sind so ein bisschen glänzend drauf gedruckt und an der Seite steht dann nochmal in Silber KISS Solo Albums und hier unten nochmal ein Mercury Label. Das Ganze nur auf der einen Seite bedruckt. Hinten drauf ist das Teil nur schwarz, hat aber so ein bisschen silbernen Glitter mit eingearbeitet. Also ist so leicht wie so ein mit schwarz Metallic. Sehr, sehr cool. Wir nehmen einmal hier den Deckel ab. Innen drin ist der Deckel schwarz, da ist nichts Besonderes. Und dann haben wir hier einmal die Slipmat, die da mitgeliefert wird. Das Ganze sieht so aus, ein richtig cooles Teil. Hinten ist sie weiß, noch ein bisschen schmutzig, nee, oder auch was auch immer, keine Ahnung. Also ich habe sie auch ja mit der Sammlung damals aufgekauft, die ich geholt habe. Sehr cool hier, das Slipmat finde ich mega gelungen. Dann haben wir hier einmal den Aufkleber, der hinten drauf war, wurde Gott sei Dank auch aufgehoben. Sehr, sehr schön. Der ist hier auf Papier geklebt worden. Dann haben wir hier einmal so ein Schutzpapier. Das legen wir einmal zur Seite. Und dann kommen 4 wunderschöne matte Art Prints, die, wenn ich die Chance haben würde, nochmal mir definitiv hätte unterzeichnen lassen. Auch die sind am Rand so ein bisschen silbermetallic. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich versuche es mal einzufangen. Ja, man sieht das ganz, ganz schwierig. Da ist auch so ein bisschen Silberglanz drin. Total cool und hochwertig gemacht. Dann haben wir hier Peter. Sieht auch sehr gut aus. Und natürlich Jean. Hinten sind die Bilder einfach weiß, da sieht man auch so ein bisschen, dass das so ein Metallic-Papier ist. Richtig schön. Ich weiß nicht, ob es da sieht man es ganz gut. Diese kleinen silbernen Pünktchen, die so ein bisschen glitzern. Echt wunderschön gemacht. Richtig tolles Teil. Dann haben wir hier natürlich die Alben. Die kommen in einem richtig, sorry, diese Deckenlampe spiegelt hier wieder schön drin. Kommt in einer richtig dicken Pappe daher. Hinten leider eine kleine Blessur dran. Nicht von mir, aber halt, ja, was soll man machen, wenn man sowas gebraucht kauft letztendlich, dann hat man manchmal auch Blessuren an solchen Sachen. Das Ganze kommt natürlich mit dem Poster, was dabei ist. Da seht ihr es, das typische Jean-Puzzle-Poster, was dann angelegt werden kann. In dem Falle ja, kreuzt das dann oder ist es dann an Jean, glaube ich. An Jean. Jean habe ich hier gerade an Peter und ich weiß gar nicht, an Paul, glaube ich, grenzt es an oder an Ace. Hier die Innenhülle natürlich auch, die typische mit den Solo-Gesichtern. Und wir bekommen hier wunderschönes rotes Vinyl, richtig schön glänzend, tolle Scheibe im Knallerot, so wie es sich für eine Jean-Scheibe gehört. Richtig nice. Qualität ist wirklich super schön von dem Boxset. Die dicken Pappen von dem Cover und all das, das sieht wirklich richtig gut aus. Hat fast so ein bisschen den Eindruck, als hätte man so eine Japan-Pressung in der Hand. Die sind ja auch mal ein bisschen dicker. Das sieht wirklich alles richtig schön aus. Ja, kommen wir zu meinem Lieblings-Solo-Album. Hier haben wir Paul. Auch da leider eine kleine Blessur drauf. Natürlich auch wieder nicht von mir. Ist schon drauf gewesen. Wir holen das Ganze mal raus. Auch hier natürlich haben wir das Poster. Da seht ihr es einmal Paul, sein Puzzle-Poster natürlich dann in einem super wunderschönen Zustand. Wieder die Innenhülle, natürlich auch von beiden Seiten gleich. Müssen wir uns jetzt nicht bei jeder Platte angucken. Und dann kommt hier so ein wunderschön leicht lila Marbled Vinyl. Hier hätte ich mir echt gewünscht, wenn die alle in klaren Farben gewesen wären, weil Jean war jetzt auch nicht irgendwie so marmoriert, sondern glatt rot eigentlich. Deswegen wäre es eigentlich cool gewesen, wenn die hier auch
komplett lila gewesen wäre, hätte das Ganze abgerundet. Sieht aber trotzdem cool aus, die Scheibe. Ich warte ja momentan auf meine Scheibe mit der Alive Picture Disc und die andere, diese Ghostly ist es, glaube ich, irgendwie. Ich weiß nicht, war das bei der Alive oder Dress to Kill. Dress to Kill warte ich auch auf meine beiden Scheiben. Die sind noch nicht ausgeliefert. Ich glaube, das passiert auch erst im Januar, wenn ich das richtig gesehen habe, weil ich die zusammenbestellt habe und die Picture Disc immer noch fehlt. Deswegen, da kommen auch demnächst dann Videos. Leider etwas später bei mir als bei anderen Kanälen. Aber ja, ich kann es nicht ändern, wenn das so lange dauert mit der Lieferung. Dann haben wir hier Ace, ein bisschen dunkler als die normalen Cover von Ace immer hier. Das Blau sieht ein bisschen dunkler aus. Ziehen wir das einmal raus. Dann haben wir auch natürlich Ace sein Poster. Das ist dann Part 4, also das Ende. Sieht man daran, dass hier die Seite glatt ist und da hinten die Puzzle-Ecke ist. Sieht auch sehr nett aus. Und jetzt gucken wir mal, wie die hier aussieht. Die ist dann wieder komplett blau. Keine Einschlüsse irgendwie in irgendeiner Form. Die sieht wieder richtig schön blau aus. Ein sehr helles Blau, nicht so dunkel. Auch eine schöne Scheibe. Ja, dann kommen wir zu Peter. Ich mag das Motiv ja sehr gerne. Meine Solo-Scheiben von Peter habt ihr ja schon gesehen, die ich alle besitze. Demnächst geht es weiter, vielleicht nächstes Wochenende mit der Double Platinum, bevor ich dann zu den Solo-Alben übergehe. Deswegen habe ich das jetzt mal so als kleine Brücke gemacht, weil die hier zeige ich nicht mit bei den Solo-Alben, sondern seht ihr jetzt mal einzeln, aber die gehören dann im Prinzip auch mit dazu zur Solo-Albensammlung. Und dann haben wir hier auch wieder das Poster. Einmal Peter sein Motiv, auch sehr schick. Jeder, der die alten Originalplatten mit Poster damals hatte, kennt die Poster natürlich. Und dann haben wir die grüne Scheibe. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Die ist jetzt auch wieder so ein bisschen leicht marmoriert mit einem leichten weißen Einschluss. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Da sieht man so ein bisschen, sind so leichte weiße Einschlüsse in der Scheibe drin. Tolle Platten, sind Scheiben, die ich nie auf den Plattenspieler legen werde. Das ist für mich ein reiner Sammelgegenstand. Und zum Auflegen habe ich tatsächlich auch genügend Varianten von diesen Alben. Also das ist eher so ein Sammelding, was man ja nie letztendlich auf den Plattenspieler legt. Viel zu wertvoll mittlerweile dafür, um das mit der Nadel irgendwie, wenn man aus Versehen mal abrutschen sollte, zerkratzt. Deswegen kommen die in meine Sammlung und werden da auch bleiben. Ja, wunderschönes Set. Abgerundet mit diesen Art Prints hier. Sehr, sehr genial. Richtig toll gemacht. Dann die Schutzhülle wieder drauf, der Sticker. Und dann kommt hier noch das Ding drauf und dann der wunderschöne Deckel mit dem silbernen KISS-Logo. Das ist wirklich eine tolle Box, die sich sehen lassen kann. Und ich denke, für jeden KISS-Fan auch ein cooles Geschenk, jetzt gerade zu Weihnachten. Ob man sie noch gut bekommt, wahrscheinlich bei eBay. Discogs ist vielleicht eine Anlaufplattform dafür. Discogs, da habe ich gerade was gekauft in Holland. Ich hoffe, das Ding kommt heil an. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das mitbekommen hat. Bei Lidl in Holland gab es eine Best-of-Scheibe von KISS. Die war irgendwie für 14,99 glaube ich. Ich habe sie jetzt bei Discogs bekommen für einen relativ humanen Preis, weil in Deutschland bei eBay ist sie irgendwie für 50 € plus Shipping drin. Das war mir dann doch zu viel. Jetzt habe ich sie aber Gott sei Dank mit Versand aus Holland irgendwie für knappe 40 bekommen. Es war immer noch eine Menge Geld für so eine Best-of-Scheibe, die 14,99 kostet in so einem Discounter. Aber was tut man nicht alles, wenn man KISS-Alben komplett sammelt und das ja irgendwie auch eine Art
offizielle Pressung ist, sage ich mal, möchte man sie natürlich haben. Das Bild ist sehr geil auf der Platte, kommt im roten Vinyl. Ich bin mal gespannt, wenn sie da ist. Ich hoffe, sie kommt heil an. Ihr werdet sie auf jeden Fall auf diesem Kanal sehen. Das war mein Video zur Best of Solo. Ich sag mal Solo-Albums Anniversary Box. Ich weiß gar nicht, war das 40 Jahre Anniversary? Irgendwie so, glaube ich, ne? Auf jeden Fall 2018 erschienen. Eine coole Box und das Ding ist für mich jeden Cent wert. Gott sei Dank war sie damals in dieser Sammlung dabei, sonst hätte ich sie heute wahrscheinlich auch noch nicht. Tolles Ding. Ich bin raus. Lasst gerne ein Abo da, einen Kommentar und einen Daumen nach oben für das Video. Keep on rockin'. Tschüss.